Hallo ihr Lieben, wieder mal Autoaufnahme jetzt. Jetzt hatte ich ja gesagt, ich habe eigentlich nicht so Lust, Forellen zu angeln und so, ne? Aber ich habe mich jetzt entschieden, kurzfristig doch Forellen angeln zu gehen. Einfach damit ich mal rauskomme, damit ich nicht drin sitze, weil ich mich die ganze Zeit schon aufs Angeln gefreut habe und die nächsten Wochenenden nicht rauskomme. Und dann dachte ich mir, ach mein Gott, ich fahre hin, 1, 2 Stunden und wenn es mir dann keinen Spaß macht, kann ich immer noch heimfahren. Wetter ist auch traumhaft. Wir wechseln ab zwischen Sonne und Eisregen. Wir probieren jetzt einfach ein bisschen vielleicht eine Forelle zu fangen. Genau. Viel Spaß. Kommt mit, ich ziehe mich an. So, ihr Lieben, nur um euch das mal so zu veranschaulichen. Wenn ihr Hechte angelt, dann braucht ihr so eine Lösezange. Und wenn ihr Forellen angelt, dann könnt ihr die nicht benutzen. Dann braucht ihr so eine Lösezange. Ja, also es ist nicht so, dass man mit einem Tool alles machen kann. Ja? Mit der hier kommt ihr in das enge Maul von der Forelle gut rein. Mit dem hier gar keine Chance. Ja? Mit dem kommt er natürlich bei einem Hecht rein, aber nicht tief genug. Und die Kraftübertragung fehlt, um den Haken zu lösen. Hier habt ihr die Tiefe und die Kraftübertragung. Deswegen immer ausrichten drauf, was ist der Zielfisch. Und entsprechendes Werkzeug wählen. So, nachdem jetzt hier noch 5-mal der Kescher runtergefallen ist, werde ich jetzt einmal zum Wasser gehen. Ich habe Regenjacke, Regenhose schon mal an. Nur mal so, offensichtlicher Tipp. Wenn ihr euch eine Regenjacke kauft und ihr auch nur ansatzweise irgendwie Outdoor-Menschen seid, dann nehmt immer eine Regenhose mit und zieht diese Regenhose auch an. Weil das klingt jetzt vielleicht total offensichtlich, ne? Aber wenn ihr lange draußen seid, dann ist eine Regenjacke alleine, das bringt nichts. Das läuft runter, ihr werdet so fucking nass einfach. Das ist wie, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie in eurer Haustür vorne so ein Sicherheitsschloss einbaut und dann lasst ihr immer die Terrassentür offen. Das ist einfach nur dumm. Das ist nur dumm. Deswegen immer Regenjacke, Regenhose, wenn ihr irgendwie versucht, Zeit draußen zu verbringen. Ja, eure Erkältung, die ihr damit vermeidet und Lungenentzündung, wird es euch danken. Jetzt immer langsam nähern, weil es kann sein, dass hier am Ufer schon welche stehen.
man das jetzt gesehen hat, da war jetzt schon die erste Attacke. Wir können jetzt hingehen und wir nehmen jetzt quasi einen anderen Köder direkt und schmeißen dieselbe Stelle nochmal an. Habt ihr das gesehen? Die war richtig groß. Den wollen sie jetzt auf einmal, oder was? Alter, ich werde hier nur weggetrollt. Ich habe einen Nachläufer ohne Ende. Sogar Anfasser, mein teuerster Köder ist jetzt ein Baum. Es fuckt mich so krank ab gerade. Es fuckt mich richtig ab. Weißt du, das hätte ich beim Hechtangeln nicht gehabt. Wenn ich Hechtangeln gegangen wäre und ich werfe irgendwo in den Baum, ja okay, dann reißt du ein paar Blätter ab, wie auch immer, ne? Aber mit dem feinen Gerät hier ist halt immer sofort die Schnur durch und dann sind einfach mal 25 € am Arsch.
Nicht die ich gesucht habe, aber dafür 2 andere. Meinen habe ich nicht gefunden, leider. Den Baum geworfen. Naja, -1 plus 2. Auch wenn die wahrscheinlich nicht dasselbe gekostet haben. Okay, das sind 2 Stück und die sind interessiert. Ich probiere jetzt nochmal einen grelleren Köder, stelle mich hier rüber. Sehen Sie mich erst später? Gucken, vielleicht nehmen Sie den dann. Alle, die bis hierhin dran geblieben sind, dachte ich mir, ich teile noch mal kurz, welche Gedanken ich mir bis zu diesem Zeitpunkt in dem Video gemacht habe. Und zwar geht es ja immer darum, den Code für das jeweilige Gewässer, den jeweiligen Fisch am jeweiligen Tag zu knacken. Ich habe festgestellt, dass die Fische sehr gut auf Neonpink reagieren. Der Saibling, den ich zuvor im Video gefangen habe, der hat auch auf einen neonpinken Köder reagiert. Es ist so, dass über die letzten Wochen das Gewässer hier regelrecht platt geangelt worden ist. Folglich sind die Fische sehr, sehr skeptisch gegenüber Ködern. Die sind noch interessiert an Forellenködern und schwimmen da auch hinterher, aber sie beißen da nicht mehr drauf. Und wenn sie beißen, dann so vorsichtig, dass du sie nicht hakst. Außerdem eine wichtige Feststellung oder ein wichtiger Faktor hier am Gewässer, das seht ihr im Gewässer, das Gewässer sehr, sehr langsam fließend ist. Und zum anderen, das wisst ihr nicht, das weiß ich, deswegen sage ich es euch, hier Naturköder verboten sind. Das heißt, die Annahme liegt nahe, dass die Fische weniger skeptisch sind, Futterpartikel in diesem langsam fließenden Gewässer von Grund auf zu sammeln, wo keine Bedrohung von ausgeht, potenziell, als einen konstant vorbeischwimmenden Köder zu nehmen, der in der Vergangenheit vielleicht eine Bedrohung dargestellt hat. Ich habe mir jetzt einen neonpinken Twister genommen, da habe ich den Jighaken abgepetzt und habe einen kleinen Angsthaken dran festgemacht. Ich angel hier auf Sicht, das heißt, ich brauche jetzt auch keine Angst zu haben, dass ich einen Fisch verangel. Und die Strategie ist jetzt, diesen Twister an den Fischen vorbeizuziehen, das Interesse zu wecken und kurz bevor sie soweit sind, den Köder zu schnappen, lege ich den Köder am Boden ab, dass sie ihn dort dann wenig skeptisch aufsammeln werden. Und darum geht es, sich immer Gedanken zu machen, was tue ich am Gewässer, was sind die Reaktionen vom Gewässer und den Fischen auf diesen Köder und welche Learnings leite ich daraus ab.